Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Wir schauen uns heute mal gemeinsam die Gründe an, warum man eigentlich Deutsch lernen sollte. Du hast uns da ja Quellen geschickt, unter anderem ein Text, der so schön heißt, 10 Gründe, Deutsch zu lernen. Und wir versuchen jetzt mal, die wichtigsten Punkte daraus für dich zusammenzufassen. Also, was bringt Deutschlernen für den Beruf, für die Kultur und ja, auch für dich ganz persönlich? Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Erst die Wirtschaft, dann Bildung und Wissenschaft, danach Kultur und Reisen und am Ende, was es fürs Gehirn tut. Gut, fangen wir mal an mit dem ersten großen Thema. Wirtschaft und Karriere. Die Quellen betonen ja stark die Rolle Deutschlands als Wirtschaftsmotor in Europa. Absolut. Größte Volkswirtschaft hier bei uns und weltweit immerhin die viertgrößte. Das ist schon eine Hausnummer. Genau. Und es fallen Namen wie Siemens, Volkswagen, BASF, alles Global Player, die man kennt. Richtig. Und die Quellen legen ja nahe, dass Deutschkenntnisse da wirklich Türen öffnen können. Nicht nur in Deutschland selbst. Stimmt. Es wird ja auch erwähnt, dass Deutsch Amtssprache in Österreich ist, in der Schweiz, Teilen Belgiens, Luxemburg. Das erweitert den Radius schon erheblich. Und was ich ja spannend finde, was auch in den Quellen rüberkommt, es geht nicht nur darum, Vokabeln zu können, oder? Es ist diese direkte Verbindung zwischen der Sprache und dem wirtschaftlichen Einfluss. Wie meinst du das genau? Naja, stell dir vor, du arbeitest im internationalen Handel. Gerade mit Partnern aus dem deutschsprachigen Raum. Wenn du da deren Sprache sprichst, signalisiert das ja viel mehr als nur, dass du einen Sprachkurs gemacht hast. Sondern? Es signalisiert Respekt, Kompetenz, es baut Vertrauen auf. Das ist in Geschäftsbeziehungen ja oft das A und O. Verhandlungen laufen anders, wenn man nicht ständig auf Dolmetscher angewiesen ist. Das leuchtet ein. Direktere Kommunikation, weniger Missverständnisse, vielleicht auch eine bessere persönliche Ebene? Genau das. Es kann wirklich den Unterschied machen in grenzüberschreitenden Projekten oder Kooperationen. Das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Dieser Aspekt des Vertrauens und der direkten Verbindung, der führt uns eigentlich schon fast zum nächsten Punkt, oder? Bildung und Wissenschaft. Stimmt. Die Quellen heben ja auch das deutsche Bildungssystem hervor, oft als exzellent beschrieben. Und, was viele überrascht, oft vergleichsweise günstig für internationale Studierende. Da fallen dann Beispiele wie die TU München oder die Universität Heidelberg. Renommierte Adressen. Richtig. Und auch wenn viele Studiengänge, gerade Masterprogramme, mittlerweile auf Englisch angeboten werden, was ja erstmal gut klingt für internationale Studierende, ist es doch so, dass Deutschkenntnisse oft den entscheidenden Unterschied machen. Für den Zugang zu bestimmten Kursen vielleicht, die eben nur auf Deutsch sind, für Stipendien oder auch einfach für das tägliche Leben auf dem Campus und in der Stadt. Man ist einfach besser integriert. Ganz genau. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Deutschland in vielen Forschungsbereichen führend ist. Ingenieurwesen, Medizin, Umweltwissenschaften werden da ja genannt. Und da kommt dieser beeindruckende Fakt ins Spiel, der in den Quellen steht, etwa 10% aller Bücher weltweit erscheinen auf Deutsch. Ja, das muss man sich mal vorstellen. 10% und ein großer Teil davon ist Fachliteratur, wissenschaftliche Publikationen, die oft nie in andere Sprachen übersetzt werden. Das wirft wirklich die Frage auf, wie viel Wissen einem da potenziell entgeht, wenn man kein Deutsch kann. Eben, der direkte Zugang zu dieser Originalliteratur, zu Forschungsergebnissen im Original, das ist in vielen Fächern ein echter Wettbewerbsvorteil. Man ist einfach näher dran. Ein starkes Argument. Und von der Fachliteratur ist der Sprung zur Kultur ja gar nicht so weit. Das fand ich auch sehr spannend in den Quellen. Das kulturelle Erbe. Deutschland als Land der Dichter und Denker, das Klischee kennt man ja. Aber es steckt viel Wahres drin. Ja, die Quellen nennen ja die ganz Großen. Literatur von Goethe, Thomas Mann, Philosophie von Kant, Nietzsche, Musik, Bach, Beethoven, Brahms. Und das im Original zu erleben, also Goethes Faust auf Deutsch zu lesen oder eine Wagner-Oper im Originaltext zu verstehen, das hat schon eine ganz andere Qualität, eine andere Tiefe. Absolut. Aber die Quellen bleiben ja nicht nur bei den Klassikern stehen, sie erwähnen auch die lebendige, moderne Kulturszene. Stimmt. Berlin wird ja oft genannt, mit seiner Techno-Szene zum Beispiel, aber auch Film und Fernsehen. Die Serie Dark wird als Beispiel für international erfolgreiche deutsche Produktionen genannt. Und auch hier gilt wahrscheinlich, das Original hat oft nochmal einen anderen Reiz. Definitiv.
Aber Kultur ist ja nicht nur Hochkultur oder Popkultur, es ist ja auch die Alltagskultur, die man beim Reisen erlebt. Ah, der praktische Nutzen beim Reisen. Guter Punkt. Die Quellen nennen ja die Zahl von über 100 Millionen Muttersprachlern in Europa. Genau. Wenn du in Deutschland unterwegs bist, in Österreich, in der Schweiz, aber auch in Südtirol oder Teilen Belgiens, mit Deutsch kommst du da einfach weiter. Du kannst dein Schnitzel bestellen. Oder nach dem Weg zum Schloss Neuschwanstein fragen, wie es im Text heißt. Und du verstehst die Antwort dann auch direkt. Das macht Reisen irgendwie echter. Authentischer. Ja, man taucht mehr ein, bekommt mehr mit von Land und Leuten. Und es fördert ja auch kulturelle Sensibilität. Man versteht vielleicht eher mal einen Witz oder eine Anspielung. Man kann sich besser auf die Mentalität einlassen. Und nicht zu vergessen, was die Quellen auch ansprechen, die persönliche Entwicklung. Sich einer Sprache wie Deutsch zu stellen, die ja nicht gerade als die einfachste gilt. Genau, diese Herausforderung anzunehmen und zu meistern, das stärkt einen ja auch, das Selbstbewusstsein, die Resilienz. Absolut. Es erweitert den Horizont ungemein, nicht nur sprachlich, sondern auch persönlich. Jede neue Sprache öffnet ja eine neue Welt. Du hast die Herausforderung angesprochen. Da kommen wir zum nächsten Punkt, die kognitiven Vorteile. Die deutsche Grammatik wird ja oft als anspruchsvoll beschrieben. Das ist sie wohl auch. Die Quellen nennen ja die Stichworte, die Fälle, also Dativ, Akkusativ, Genitiv. Die verschiedenen grammatikalischen Geschlechter, der, die, das. Und natürlich diese berühmten langen zusammengesetzten Wörter. Die Komposita, Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. Ja, genau die. Aber die Quellen sagen ja, dass genau diese Komplexität auch etwas Gutes hat. Richtig. Es wird angedeutet, dass das Gehirn dadurch gefordert und gefördert wird. Es gibt wohl Studien, die positive Effekte auf das Gedächtnis nahelegen, auf die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Man trainiert sozusagen sein Gehirn, während man Vokabeln und Grammatik paukt. So kann man es sehen. Und wenn wir das sprachlich noch einordnen, Deutsch gehört ja zur germanischen Sprachfamilie. Genau, das wird auch erwähnt. Es gibt Verbindungen zum Englischen. Die Beispiele waren Haus und Haus, Freund und Friend. Ja, aber auch zu Niederländisch, zu Schwedisch, Norwegisch, Dänisch. Wer Deutsch kann, dem fällt es oft leichter, diese verwandten Sprachen zu lernen. Deutsch als eine Art Brücke also. Gewissermaßen. Die Struktur der Sprache, die Auseinandersetzung mit diesen Regeln, den Fällen, der Wortbildung, das schärft einfach die kognitiven Fähigkeiten und kann den Zugang zu anderen Sprachen erleichtern. Die Sprache selbst wird, wie es die Quelle andeutet, quasi zum mentalen Training. Also fassen wir mal zusammen. Was bedeuten diese ganzen Punkte aus den Quellen nun für dich als potenziellen Deutschlerner? Es zeichnet sich doch ein recht klares Bild ab, oder? Ja, finde ich auch. Deutsch zu lernen scheint eine Investition zu sein, die sich wirklich auf vielen Ebenen lohnen kann. Bessere Chancen, gerade in bestimmten Branchen und im internationalen Kontext. Zugang zu einem exzellenten und oft bezahlbaren System, Zugang zu Forschung und Wissen, das sonst vielleicht verschlossen bliebe. Ein tieferes, authentischeres Erleben einer reichen Geschichte, aber auch der modernen Szene. Und praktisch beim Reisen. Eine Herausforderung, die einen wachsen lässt und gleichzeitig das Gehirn fit hält. Genau. Ein ziemlich umfassendes Paket an Vorteilen. Absolut. Und vielleicht noch einen Gedanken zum Schluss, den du aus dieser Vertiefung mitnehmen kannst, der so ein bisschen über die reinen Gründe hinausgeht. Ja, gerne. Es wurde ja über die Komposita gesprochen, diese zusammengesetzten Wörter im Deutschen. Die ermöglichen es oft, sehr komplexe Ideen sehr präzise und kompakt auszudrücken. Stimmt. Manchmal sind sie lang, aber oft sehr treffend. Genau. Und die Frage, die du dir mal stellen könntest, ist, inwiefern könnte das tiefere Verständnis dafür, wie Deutsch diese Wortbausteine nutzt, um komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen, inwiefern könnte das vielleicht sogar deine eigene Art beeinflussen, wie du in deiner Muttersprache über vielschichtige Konzepte nachdenkst oder sie formulierst? Das ist ein interessanter Gedanke. Beeinflusst das Sprachverständnis auch das Denken über komplexe Dinge? Eine spannende Frage zum Weiterdenken. Das war unsere heutige Vertiefung zu den Gründen, Deutsch zu lernen, basierend auf dem Material, das wir uns angesehen haben. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Vertiefung gefallen hat, abonniere uns, gib uns ein Like und teile es mit deinen Freunden.